Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. So bitten wir dich, dass du unter uns bist und dass du unsere Herzen und Gedanken öffnest, dass wir die Wahrheit sehen, erkennen können und sie in unser Leben einfließen lassen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So we've been looking at Acts 27. Also wir haben uns Apostelgeschichte 27 angeschaut. We spent the first few presentations of that on the ship of Adramyttium. Und die ersten Präsentationen davon haben wir über das Schiff Adramyttium gesprochen. We recognized it has a negative context. Und wir haben gesehen, dass es hier in einem negativen Kontext steht. It's talking about the United States and Adventism, Es spricht über die Vereinigten Staaten und den Adventismus. two different institutions. Zwei unterschiedliche Institutionen. They enter on into a period of probation Und sie gehen hier in eine Gnadenzeit oder Zeit der Prüfung ein. in 1989. Im Jahre 1989. The first angel's message arrives. Die erste Engelsbotschaft kommt an. Both are given a message of warning. Beiden wird eine Botschaft der Warnung gegeben. Both institutions reject that warning. Und beide Institutionen lehnen diese Warnung ab. So we trace verses 1 to 5 Und dann haben wir die Verse 1 bis 5, da sind wir durchgegangen. as their story from the time of the end, 1989, Also eine Geschichte von dem Zeit des Endes an 1989 through 9/11, durch den 11. September, Panium and Sunday law. Panium und das Sonntagsgesetz. And between Panium and Sunday law, Und zwischen dem Sonntagsgesetz, Panium und dem Sonntagsgesetz, you see them overthrown. da sieht man sie überwältigt. It's a progressive history Also es ist eine voranschreitende Geschichte, that ends in their destruction. welche in ihrer Zerstörung endet. Then we went to our next ship Dann sind wir zu unserem nächsten Schiff gegangen, from verse 6 von Vers 6 an, in Acts 27. in der Apostelgeschichte Kapitel 27. You want me to read verse 6? Yeah. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns auf dasselbe. Alexandria has a different meaning, Alexandria hat eine unterschiedliche Bedeutung. where the first ship is negative, Während das erste Schiff negativ ist, the second ship is positive. ist das zweite Schiff positiv. It protects or defends the people. Es beschützt und verteidigt das Volk. So verse 1 to 5 is the ship of Adramyttium. Also die Verse 1 bis 5 sind ist das Schiff Adramyttium. 6 to the end of the chapter is the ship of Alexandria. Und von Vers 6 bis zum Ende ist dieses Schiff Alexandria. And we came to the conclusion Und wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, that we needed to take both of those ships dass wir beide diese Schiffe nehmen müssten. and treating this journey like a parable, Und während wir diese Reise wie ein Gleichnis betrachten, we would compare and contrast them. dann würden wir sie parallel und gegenüberstellen. Instead of these ships being one in front of the other, Und anstelle, dass ein Schiff nach dem anderen kommen würde, we would cut our line where Paul changes ship, würden wir unsere Linie dort abschneiden oder durchschneiden, wo Paulus auf das andere Schiff wechselt. and place one journey over the other. Und wir würden eine Reise über die andere legen. The second repeats and enlarges on the first ship. Die zweite wiederholt und erweitert das erste Schiff. For space, Wegen Platzgründen. they aren't exactly over each other. Das sind sie nicht genau übereinander parallel. We went to verse 13 Wir sind zu Vers 13 gegangen. and we identified that there's two different winds. Und wir haben hier aufgezeigt, dass es da zwei verschiedene Winde gibt. In verse 13 it talks about the south wind In Vers 13 handelt hier es über den Südwind, that is favorable to the ship, welches dem Schiff für das Schiff gut ist. but it's followed by the east wind which is destructive for the ship. Aber es wird von einem Ostwind gefolgt, welches die Zerstörung oder zerstörerisch für das Schiff ist. And we placed the east wind at 9/11 Wir haben den Ostwind, konnten wir am 11. September markieren. when the ship is really from here doomed. Und von diesem Moment ist dieses Schiff praktisch seinem Untergang geweiht. No turning back. Es gibt hier kein Zurück mehr.
The east wind is Islam. Der Ostwind ist der Islam. The south wind is the king of the south. Der Südwind ist der König des Südens. And we find the activity of the king of the south. Und wir finden die Aktivität des Königs des Südens. Its defeat Seine Niederlage and progressive destruction und seine voranschreitende Zerstörung was the history preceding 9/11. war die Geschichte, die vor dem 11. September kam. And for the ship, Und für das Schiff, the United States and Adventism, die USA und auch der Adventismus, that is favorable to their agenda. ist es für sie, gegenüber ihrer Agenda hingesehen, war es sehr gut. So you have a favorable south wind and then a destructive east wind, Also hat man erst einen guten Südwind und dann einen zerstörerischen Ostwind, which takes you from 1989 to 9/11. was uns von 1989 bis zum 11. September bringt. And this is verses 13 and 14. Und das sind die Verse 13 bis 15. So verse 5 ended at Myra, Vers 5 endete in Myra, a city of Lycia. in der Stadt von Lycia. And then when we repeat and enlarge, Und wenn wir dann wiederholen und erweitern, verse 13 and 14 Vers 13, Vers 14, take us back to 1989 bringen uns hier zurück zu 1989 to 9/11. und den 11. September. So we have a gap. Also haben wir hier einen Spalt. We went to this history Wir sind zu dieser Geschichte gegangen, so we could see that these two ships are a repeat and enlarge. also dass wir dann sehen könnten, dass diese Schiffe eine Wiederholung und eine Erweiterung sind. But just to demonstrate that, Aber um dies auch zu demonstrieren, we'd skip to verses 7 to 12. sind wir die Verse von 7 bis 12 sind wir darüber hinweggesprungen. So we wanted to fill in that history. Also wollten wir diese Geschichte nun füllen. Paul gets off the first ship at Myra, Paulus kommt von dem ersten Schiff herunter in Myra and at that same location und an diesem gleichen Ort gets on the second. geht er an das zweite Schiff. So Myra becomes a waymark for both ships. Also wird Myra jetzt eine Wegmarke für beide Schiffe. For the first ship, Für das erste Schiff we placed it at Sunday law. platzieren wir es am Sonntagsgesetz. It's the end of that ship. Es ist das Ende dieses Schiffes. That ship is the United States, Und dieses Schiff ist die Vereinigten Staaten, which is the sixth head of Bible prophecy, welches der 6. Kopf der biblischen Prophezeiungen ist. and it ends at Sunday law, Und es endet am Sonntagsgesetz. and you have the harvest of the world. Und man hat nun die Ernte der Welt. So you can place that into Sunday law. Also kann man das hier am Sonntagsgesetz markieren. But you can also see Aber man kann auch sehen, that those symbols of bitterness and harvest dass diese Symbole von Bitterkeit und Ernte can also tell the story of October 22, 1844. auch die Geschichte des 22. Oktober 1844 erzählen können. So for the ship of Alexandria, Also für das Schiff Alexandria, protector or defender of the people, der Beschützer und Verteidiger des Volkes, it begins its journey at Alexandria, da fing es seine Reise in Alexandria an, where it's loaded with wheat, wo Weizen eingeladen wird, which was the breadbasket of the Roman Empire. welche der Brotkorb des römischen Imperiums war. It travels to Myra. Dann segelte es nach Myra. You can mark harvest and bitterness. Da können wir die Ernte und Bitterkeit markieren. And we saw October 22, 1844 Und wir haben den 22. Oktober 1844 hier gesehen, as an important year for the United States and Adventism. als ein wichtiges Jahr sowohl für die Vereinigten Staaten, sowohl auch für den Adventismus. So at every waymark, An jeder Wegmarke, just like this journey, genauso wie in dieser Reise hier, every waymark must tell us the story of both institutions. jede Wegmarke muss uns die Geschichte der beider Institutionen erklären oder erzählen. Because the United States and Adventism Denn die Vereinigten Staaten und der Adventismus are both raised up in 1798 kommen beide 1798 auf, as protectors and defenders of the people. als ein Verteidiger und Beschützer des Volkes. It's positive Es ist positiv. from 1798 Von 1798. all the way till Sunday law. Den ganzen Weg hindurch bis zum Sonntagsgesetz. The United States continues to be a refuge for God's people. Bis zum Sonntagsgesetz verweilt die Vereinigten Staaten ein Zufluchtsort für Leute zu sein, für Gottes Volk. As does Adventism. Und genauso tut dies der Adventismus.
So 1798, also 1798. it sets sail, Da tut es jetzt Segel setzen. goes through a bitter experience. Es geht durch eine bittere Erfahrung hindurch. Adventism has the great disappointment. Adventismus hat die große Enttäuschung. The United States loses its Protestant horn. Die Vereinigten Staaten verlieren nur hier ihr protestantisches Horn. There's bitterness internal and external. Und es gibt Bitterkeit intern und auch extern. But the ship is still on course. Aber das Schiff ist immer noch auf Kurs. It's on course Es ist immer noch auf Kurs until Nidus, bis Knidus, where there's contrary winds, wo es hier Gegenwinde gibt. and it drives the ship Und es macht es das Schiff south underneath Crete. unter Crete. What was Crete again? Underneath. Das ist südlich von Kreta segeln muss. Also es bringt es vom Kurs ab. So at Nidus, they choose to change their course. So in Knidus entschließen sie sich, dass sie praktisch den Kurs ändern. And they never get back onto their original course. Und sie kommen nie wieder auf ihren ursprünglichen Kurs. There's contrary winds. Es gibt hier Gegenwinde. We mark this as 1863. Und wir markieren das hier im Jahr 1863 For Adventism, für den Adventismus. we could talk about the rejection of the 2520 or the prophetic message. Können wir hier über die Ablehnung der 2520 oder auch der prophetischen Botschaft sprechen. For the United States, Für die Vereinigten Staaten we're going to discuss what happened in the United States during the Civil War. werden wir darüber sprechen, was in den Vereinigten Staaten während des Bürgerkriegs passiert ist. But I just want to talk about the national reform movement. Aber jetzt möchte ich über dieses National Reform Movement sprechen, nationale Reformbewegung, Where they try and bring God into the government. wo sie versuchen, Gott in die Regierung einzubeziehen. We're going to go back to that history later on. Wir werden später zu dieser Geschichte zurückgehen. So we can see that they're off course. Also sie sind hier vom Kurs jetzt abgekommen. They sail under Crete, Sie segeln unterhalb von Kreta, which means fleshy, welches fleischig bedeutet. with difficulty around the point of Salmone. Und sie gehen um den Punkt von Salmone. Mit Schwierigkeiten gehen sie da herum. And we saw the symbology of a flood. Und wir haben die Symbolik einer Flut dort erkannt. All till Lycia, Bis den ganzen Weg zu Lasea, where they have the opportunity to stay. wo sie nun die Möglichkeit haben zu verweilen. I'm going to include a point I don't really understand, Ich werde jetzt hier einen Punkt mit einfließen lassen, den ich nicht ganz verstehe. because I think it's relevant even though it's not yet clear to me what it means. Denn ich denke oder bin davon überzeugt, dass er relevant ist, auch wenn ich noch nicht vollständig überzeugt bin, was er bedeutet. Lycia means the wise, Lasea bedeutet die Weisen. and we here would mark the repeating of the parable of the 10 virgins. Und hier markieren wir hier die Wiederholung der Gleichnisse der 10 Jungfrauen. And it's at Lycia, Und es ist an Lasea, Paul gives a message to the leadership dass Paulus eine Botschaft an die Leiterschaft gibt, that they reject. welche sie ablehnen. It's a repetition of what happened at Caesarea in the first ship. Also dies ist eine Wiederholung, was hier in Caesarea passiert ist mit dem ersten Schiff. But Paul also tells the leadership Aber Paulus erzählt der Leiterschaft auch, that it's dangerous for them to go on this journey. dass es für sie gefährlich ist, auf diese Reise sich zu begeben. The ship will be lost. Das Schiff wird verloren gehen And the ship is the United States in Adventism. und das Schiff ist die Vereinigten Staaten und auch der Adventismus. And he says because the fast has already passed. The fast. The fast. The fast. The feast. Oh, okay. Denn das Fest ist bereits vorüber. Because if you're an Israelite, Denn wenn man ein Israelit ist, you have a period of sailing da hat man eine Periode, wo man segelt, where it's still safe. wo man immer noch sicher ist. That period where it is still safe, In diese sichere Zeitperiode, wo man immer noch sicher ist, the end of it is marked with the Day of Atonement. das Ende wird markiert mit dem Versöhnungstag. So what Paul is telling them, Also was Paulus ihnen sagt, that you should not go on this journey ist, dass sie sich nicht auf diese Reise begeben sollen, because the Day of Atonement has already happened, denn der Versöhnungstag ist bereits schon vorüber
Therefore, it is not safe to do this. Und deswegen wäre es nicht sicher, dass sie diese Reise antreten. If we're going to mark the Day of Atonement on our reform line, Und wenn wir den Tag der Versöhnung in unserer Reformlinie markieren würden, where is it? wo würde es sein? October 22. Am 22. Oktober 1844. I just find that interesting. He's referencing the Day of Atonement. Und ich finde es interessant, dass er den Versöhnungstag hier sich darauf bezieht. But like at Caesarea, the leadership reject him Aber so wie in Caesarea tut die Leiterschaft ihn ablehnen, because of this south wind. wegen diesem Südwind. And we said that this history Und wir haben gesagt, dass diese Geschichte hier is repeated here. hier wiederholt wird. It's the same pattern Es ist das gleiche Muster. because we're going to revisit that. Wir werden das nochmal wiederholen. You have the fall of the king of the south Man hat den Fall des Königs des Südens after 1989, nach 1989 the fall of the king of the south after Panium. und den Fall des Königs des Südens nach Panium. And it's in that history, Und es ist in dieser Geschichte, as the king of the south is falling, während der König des Südens fällt, that you have the rising up of a new world order, dass man dieses Aufkommen einer neuen Weltregierung hat. which means that after Panium, Welches bedeutet, dass nach Panium, when the king of the south is falling, wenn der König des Südens fällt, whatever this seventh kingdom is, was auch immer dieses 7. Königreich ist, symbolized by a new world order. wird es durch die neue Weltregierung symbolisiert. And George Bush spoke of the new world order September 11 of 1990. Und George Bush hat über diese neue Weltregierung am 11. September 1990 gesprochen. And he gives some clues as to what that looked like. Und er hat ein paar Hinweise gegeben, wie das ausschauen soll. Then we come to the east wind, Dann kommen wir zu dem Ostwind 9/11, am 11. September. and our boat Und unser Boot is almost destroyed. ist fast zerstört. Water is leaking in Wasser kommt rein, faster than it can be pumped out. und zwar schneller, als dass man es rauspumpen kann. So they wrap that boat in layer after layer of rope. Also tun sie dieses Boot Lage nach Lage mit Seilen einbeziehen oder ja, einbinden. Thank you. That pulls those boards back together again. Welche diese Seile tun dieses Boot wieder zusammenziehen und zusammenbringen. That's verse 14. Und das ist Vers 14. Then we went to verse 27. Dann sind wir zu dem Vers 27 gegangen And I wanted to remind us und ich möchte uns daran erinnern, of our first couple of classes. unsere ersten 2 Vorträge, What we identified was wir aufgezeigt haben, was that we have any particular dispensation, ist, dass wir, egal welche Zeitabschnitt, Dispensation wir haben, you could see it at the time of the end or Sunday law, könnten wir sehen, dass es am Zeit des Endes oder auch im Sonntagsgesetz, but there is an increase of knowledge dass da eine Zunahme der Erkenntnis ist and a formalization. und eine Formulierung. So the message comes, Also die Botschaft kommt an, it grows or swells, dann wächst sie oder sie schwillt, then it's formalized, dann wird sie formuliert and then there's a test. und dann kommt da ein Test. And this formalization Und diese Formulierung is particularly connected to a message of time. ist im Speziellen in Verbindung oder eine Charaktereigenschaft ist die Zeit. So this is the repeating pattern in every dispensation. Und dies ist das wiederholende Muster in jedem Zeitalter oder Dispensation. Whether you want to call this an increase of knowledge Man kann das ja eine Zunahme der Erkenntnis nennen or the swelling of a cry. oder das Anschwellen eines You Rufes. could call it the midnight cry or the loud cry. Und man könnte es der Mitternachtsruf oder den lauten Ruf nennen. But this is our pattern. Aber dies ist unser Muster. A message first has to arrive. Eine Botschaft muss erst ankommen, Someone has to give it. jemand muss sie geben, Then it has to grow. dann muss es wachsen, It's formalized. es wird formuliert, Has a connection with time. es hat eine Verbindung mit Zeit And then you're tested. und dann wird man getestet. So you could say 1989, Man könnte also 1989 sagen, a message was given. eine Botschaft wird gegeben, Someone was raised up to give it.
Jemand wurde dazu berufen, sie zu geben. It grew. Es wuchs. It was formalized. Es wurde formuliert. The Time of the End magazine, Die Zeit des Endes-Magazins. 9/11, Der 9. September. tested that. 11. September. Und das testete dies dann. 1798, 1798. increase of knowledge, Zunahme der Erkenntnis. formalized, Formulierung. begins to be given. Die Botschaft wird gegeben. Day for a year principle, Das Tag-Jahr-Prinzip. tested. Und dann wird man getestet. August 11, 1840. Am 11. August 1840. You could talk about Sunday law. Man könnte über das Sonntagsgesetz reden. Loud cry, Den lauten Ruf. Daniel 12:1. Daniel 12, Vers 1. So repeating pattern. Es ist ein wiederholendes Muster. So we went to verse 27 of Acts 27. Wir sind Vers 7. Acts 27. 27, Vers 27. Yeah. Zur Apostelgeschichte 27, Vers 27. Da heißt es, als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. We want to pick up our symbols. Wir möchten hier die Symbole aufnehmen. So we're just reviewing. Also wir wiederholen hier einfach nur. So I'll be quick. Also werde ich schnell sein. It's the 14th night. Das ist die 14. Nacht. It's a symbol of the Exeter camp meeting Also ein Symbol des Exeter-Seminars, when Samuel Snow arrived. wo Samuel Snow ankommt. That's the midnight cry. Das ist der Mitternachtsruf. We have the symbol of midnight. Und wir haben das Symbol von Mitternacht hier. I don't think we have to stretch our minds far Und ich denke, wir müssen hier nicht uns groß danach strecken, unsere Gedanken, to suggest that there was a cry on the boat. dass da ein Ruf auf dem Boot stattgefunden hat. We read earlier Wir haben vorgelesen, that shipwreck was their only hope of survival. dass dieser Schiffbruch ihre einzigste Hoffung zu überleben war. So when they spot land, Also wenn sie dann Land sichten, there would have been some type of cry. da wäre eine Form des Rufens oder des Schreins gewesen. But you can also see the 14th night. Und man kann auch die 14. Nacht sehen. And then they sound. Und dann, they sound. They measure the depth. Okay, dann gehen sie und messen die Tiefe. They do that twice. Und sie tun dies zweimal. First 20 fathoms, Und zwar, wir haben erst 20 Faden, 1,440 inches. welches 1440 Zoll sind. 15 fathoms, 15 Faden 1,080. und das sind 1080 Faden. Combined 2,520 inches. Und zusammen sind das 2520 Zoll. What they have done Was sie getan haben, is they've spotted land. sie haben Land gesichtet. Now they want to know how far they are away Jetzt möchten sie wissen, wie weit sie von diesem Land weg sind. in time. Und zwar zeitlich. So they're going to measure the distance Also tun sie die Distanz messen. from the ocean floor. Und zwar vom Grund des Meeres. Then they're going to measure that, Dann tun sie dies messen. wait a certain certain period of time, Dann warten sie eine gewisse Zeit. then measure again. Dann tun sie wieder messen. And using those two calculations, Und indem sie diese zwei Kalkulationen benutzen, they know how many minutes they have before they would encounter land and be shipwrecked. dann wissen sie, wie viele Minuten sie haben, bevor sie Schiffbruch erleiden werden. So this calculation of 2520 inches Also diese Rechnung von 25-20 Zoll is a calculation of time. ist eine Rechnung basierend auf Zeit. We wanted to see Wir wollten sehen, where in our pattern wo in unserem Muster is this waymark. ist diese Wegmarke. If we connect it to Exeter, Wenn wir es mit Exeter verbinden, which is the formalization of a message, welche die Formulierung einer Botschaft ist, we take in the point of time. dann nehmen wir diese Charaktereigenschaft der Zeit They're being warned of shipwreck. oder diesen Zeitpunkt und dann sie werden gewarnt, dass das Schiffbruch kommt. Then that has to be the formalization of a message that has already come. Dann muss dies eine Formulierung der Botschaft sein, einer Botschaft, die bereits schon gekommen ist. And we found in the previous verses, Und in den vorangegangenen Versen haben wir gesehen, Paul had already spoke to them dass Paulus bereits mit ihnen schon gesprochen hatte and told them that the ship was going to be wrecked. und dass Paulus ihnen gesagt hatte, dass das Schiff Schiffbruch erleiden würde. You find that from verse 21 to 26.
Und dies finden wir in Versen 21 bis zu 26. Someone gives them a message. Jemand gibt ihnen eine Botschaft. Verse 26, Vers 26. Paul tells them, Paulus sagt ihnen, we're going to be shipwrecked on an island. dass wir auf einer Insel Schiffbruch erleiden werden. So it's this repeating pattern. Also es ist dieses wiederholendes Muster. Is this pattern here? Ist genau dieses Muster hier. So that's the review Also das ist die Wiederholung, where we came to. ja, was wir bis jetzt gemacht haben. If we were to go to Acts 27, Wenn wir jetzt zur Apostelgeschichte 27 gehen, we would say that from verse 39 werden wir sehen, dass von Vers 39 an to the end of their chapter, bis zum Ende des Kapitels it's giving us the history of the shipwreck. wird uns die Geschichte des Schiffbruchs gegeben. So we have to ask our question. Wir müssen uns die Frage stellen, On this scale, auf dieser Skala we have 9/11, haben wir den 11. September, then we have midnight, haben wir den Mitternachtsruf, midnight cry, and Sunday law. Mitternachtsruf und das Sonntagsgesetz. When we laid out our reform lines, Wenn wir unsere Reformlinien auslegen the problem we had identified oder zeichnen, das Problem, was wir identifiziert hatten, that none of those reform lines war, dass keine dieser Reformlinien, give us midnight and midnight cry keine dieser Reformlinien geben uns Mitternacht und Mitternachtsruf, preceding a Sunday law. das vor einem Sonntagsgesetz kommt. So if we're going to identify this as the midnight cry, Also wenn wir dies jetzt hier als den Mitternachtsruf identifizieren, we're forced to do that dann sind wir dazu gezwungen, by the symbols the verse gives us. dann sind wir gezwungen, dies zu tun durch die Symbolik, die uns die Verse geben. We're forced to identify shipwreck Und wir sind dazu gezwungen, den Schiffbruch zu sehen as the Sunday law, und dies als das Sonntagsgesetz zu identifizieren. because for a few reasons, Denn es gibt da mehrere Gründe. one being a compare and contrast. Einer ist dieses Parallelstellen und Gegenüberstellen. Our first ship ends at Sunday law. Unser erstes Schiff endet am Sonntagsgesetz It's symbolizing the same entities, und es symbolisiert hier dieselben Identitäten oder Einrichtungen. so our second ship must also end at Sunday law. Also muss auch unser zweites Schiff am Sonntagsgesetz enden. So we have this symbology of midnight, midnight cry, Sunday law. Also haben wir hier diese Symbolik von Mitternacht, Mitternachtsruf und dem Sonntagsgesetz. And on this scale, Und auf dieser Skala, this is the waymark of Raphia dann ist das die Wegmarke von Raphia and the waymark of Panium. und die Wegmarke von Panium. So as we had asked before, Wie wir bereits schon vorher gefragt hatten, on which one of our four reform lines, auf welcher unserer 4 Reformlinien, whether it's the 144,000, ob es die 144.000 sind, the priests, die Priester, the Levites, die Leviten or the Nethinims, oder die Tempeldiener, is Raphia and Panium a midnight and a midnight cry. ist Raphia und Panium ein Mitternacht und ein Mitternachtsruf? For the 144,000, Für die 144.000 Panium isn't there as a midnight cry. ist Panium existiert da nicht als ein Mitternachtsruf. For the priests, Für die Priester it's the second advent. ist es das zweite Advent, For the zweite Levites, Kommen. Für die Leviten it's a close of probation. ist es ein Ende der Gnadenzeit And for the Nethinims, und für die Tempeldiener it's a Sunday law. ist es ein Sonntagsgesetz. So for none of these Also für keine dieser is Panium ist Panium a midnight cry. ein Mitternachtsruf. So when we consider our ship, Also wenn wir unser Schiff betrachten, we have to consider what it is representing. dann müssen wir betrachten, was dies denn repräsentiert. The story of the 144,000 priests, Levites, and Nethinims Die Geschichte der 144.000 Priester und Leviten und Tempeldiener are all a story of people. sind alles Geschichten von Leuten, There's Menschen. a group of people Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, that make up the priests. welche die Priester sind. There are a group of people that make up each one of the 4 groups. Also es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die dann diese Symboliken hier füllen. So which group of people Also welche Gruppe von Menschen is this reform line telling us of?
handelt diese Reformlinie von? And what we're forced to recognize Und was wir dazu gezwungen sind zu erkennen, is that it is not about people. ist, dass es hier nicht um Menschen geht, There is no group of people denn es gibt ja keine Gruppe von Menschen at Panium an Panium, who began their journey in 1798. die ihre Reise aber 1798 begannen. There is no one in the US government Da gibt es niemanden in den Vereinigten Staaten in der Regierung, who was given a message wem eine Botschaft gegeben wurde in 1989 im Jahre 1989. because Felix is not a person. Denn Felix ist keine Person This ship is not people. und dieses Schiff sind nicht die Menschen. This is the story of two institutions. Das ist die Geschichte von zwei Institutionen. It's a reform line of the United States Es ist die Reformlinie der Vereinigten Staaten as the lamb-like beast. In seiner lammähnlichen Form. It's the story of Adventism Und es ist die Geschichte des Adventismus as an institution. als eine Institution. It is not about people. Es geht hier nicht um Menschen. So you can trace it from 1798. Also kann man es von 1798 an verfolgen. And when you come to these waymarks, Und wenn man zu diesen Wegmarken hier kommt, there's a warning given da wird eine Warnung gegeben, that says this ship is going to be wrecked. dass dieses Schiff Schiffbruch erleiden wird. This message that comes Diese Botschaft, die hier kommt, is not a message for any person. ist keine Botschaft für einen Menschen. God is sounding a warning for an institution. Gott gibt hier eine Warnung für eine Institution. At Panium, Und am Panium, at a midnight am cry, Mitternachtsruf, there's a message of time. da gibt es eine Botschaft der Zeit. What it is saying Und was sie sagt, is there's a period of time dass es da eine Zeitperiode gibt, taking us to where that institution is going to be destroyed. dass es da eine Zeitperiode gibt bis zu einem Punkt, wo diese Institution zerstört werden wird. So this is a cry of warning for an institution. Also ist dies ein Ruf der Warnung für eine Institution. We said that a midnight and a midnight cry Und wir haben gesagt, dass ein Mitternacht und ein Mitternachtsruf must take you to a close of probation. muss zu einem Ende der Gnadenzeit führen. For the ship, Für ein Schiff, this midnight and midnight cry für dieses Schiff, dieser Mitternacht und ein Mitternachtsruf, does not take them to a Sunday law, bringt sie nicht zu einem Sonntagsgesetz, because this waymark sondern diese Wegmarke for the ship für das Schiff is the end of its journey. ist das Ende seiner Reise. It's a shut door. Es ist eine geschlossene Tür. So to repeat, Also um nochmal zu wiederholen, these reform lines, diese Reformlinien, while we can see people involved in that story, auch wenn wir Menschen in dieser Geschichte involviert sehen, are not the story of people. so ist es doch nicht die Geschichte von Menschen. This ship Dieses Schiff of Alexandria von Alexandria is talking about two institutions handelt von zwei Institutionen, that protect or defend the people, die Gottes Volk oder das Volk beschützt und verteidigt. tells their story from where they begin in 1798 Und die Geschichte handelt davon, wann sie beginnen, 1798, to where they're destroyed at Sunday law. und wenn sie und geht bis zu, wenn sie zerstört werden, am Sonntagsgesetz. And the warning given at Raphia Und die Warnung, die an Raphia gegeben wird and cried at Panium und die an Panium gerufen wird, is a warning for those institutions. ist eine Warnung für diese Institution. So when we come to Sunday law, Also wenn wir zum Sonntagsgesetz kommen, which is a Sunday law for the 144,000, welche das Sonntagsgesetz für die 144.000 ist, on a reform line of institutions, auf der Reformlinie der Institutionen oder Einrichtungen, it's not a Sunday law but a shut door. dann ist es kein Sonntagsgesetz für diese, sondern ein Ende der Gnadenzeit. So what we are discussing Also was wir hier besprechen, is a fifth reform line. ist eine fünfte Reformlinie. We have four Wir haben 4, that relate to people, welche um Menschen handeln. but there's a fifth Aber da gibt es eine fünfte for the institutions. für die Einrichtungen, Institutionen. This is why we couldn't identify Panium as a midnight cry Und das ist der Grund, warum wir Panium nicht als Mitternachtsruf identifizieren konnten, when we only drew up the four, als wir nur diese 4 Linien aufgezeigt hatten. because this reform line Denn diese Reformlinie is of the United States and Adventism. handelt vom Adventismus und den Vereinigten Staaten. And that midnight and midnight cry can be seen as the battles of Raphia and Panium. Und Mitternacht und der Mitternachtsruf können als die Schlachten von Raphia und Panium angesehen werden.
You can see this concept in other stories. Man kann dieses Konzept auch in anderen Geschichten sehen. We could talk about Noah. Wir können über Noah reden. You can see 3 groups. Man kann da 3 Gruppen sehen. You can see Noah and his family. Man kann Noah und seine Familie sehen. They get on first. Sie gehen an Bord als erstes. Then you have clean and unclean animals. Dann hat man reine und unreine Tiere. Priests, Levites and Nethinims. Priester, Leviten und die Tempeldiener. But none of those Aber keiner von diesen are the boat. sind das Boot selber. Because the ark is a separate entity Denn die Arche an sich selbst ist eine eigene Sache. to those on board it. Im Gegensatz zu denen, die an Bord gehen. So the United States and Adventism as institutions Also die Vereinigten Staaten und der Adventismus als Einrichtung bzw. Institution are a separate reform line than those that are a part of those institutions. sind eine separate und eigene Reformlinie im Gegensatz zu denjenigen. What was the last portion of your last sentence? That are a part of those institutions. Okay, also sie sind eine eigene Reformlinie in dieser Institution im Gegensatz über diejenigen, die Teil dieser Institution sind. That's one of the first things we want to take from this reform line. Also das ist eine der ersten Sachen, die wir aus dieser Reformlinie oder dieser Linien mitnehmen wollen. It gives us Panium as the midnight cry, Es gibt uns Panium als den Mitternachtsruf but it's a 5th line. und es ist eine 5. Linie. If we were to accept that and leave that there, Und wenn wir diese akzeptieren würden und das dann auch so stehen lassen würden, we can come back to our story dann können wir zurück zu unserer Geschichte kommen and still see some other truth woven in. und wir sehen hier noch weitere Wahrheiten eingewebt. So if we were to go to the line of the 144,000 Also wenn wir zu der Linie der 144.000 gehen würden and we were to draw that line, und diese Linie zeichnen würden, we have Sunday law da haben wir das Sonntagsgesetz. is midnight. Sonntagsgesetz ist hier Mitternacht. You understand that? Verstehst du das? If we were to talk about the Millerites, Wenn wir über die Milleriten sprechen würden, midnight is July 21. ist Mitternacht der 21. Juli. A message arrives, Eine Botschaft kommt an, that's here, das ist hier. and then it swells Dann tut sie anschwellen to the midnight cry bis hin zum Mitternachtsruf before October 22. vor dem 22. Oktober 1844. For the line of the 144,000, Und für die Linie der 144.000, the message that arrives at Sunday law die Botschaft, die am Sonntagsgesetz anfängt, swells to the loud cry schwellt in den lauten Ruf an and brings us to the close of probation. und bringt uns zum Ende der Gnadenzeit. So July 21 Also der 21. Juli is midnight, ist Mitternacht, is Sunday law. ist das Sonntagsgesetz. So you can say midnight, Also man kann Mitternacht sagen, loud cry, lauter Ruf, close of probation. Ende der Gnadenzeit. For consistency, we'll call the loud cry the midnight cry. Um hier Consistency, um hier immer das Gleiche beständig zu sein, nennen wir hier den lauten Ruf den Mitternachtsruf. For the priests, Für die Priester we have 2014 haben wir hier 2014, is midnight, das ist Mitternacht, July 21, den 21. Juli, Sunday law. Sonntagsgesetz. So it's midnight, Also es ist Mitternacht, swells es schwillt an to the 2018, bis zu 2018, which is the midnight cry, welches der Mitternachtsruf ist, which takes us to 2019, welches uns zu 2019 bringt, which is the close of probation. welche das Ende der Gnadenzeit ist. If we were to talk about the Levites Wenn man über die Leviten spricht and the Nethinims, und die Tempeldiener, it's a bit of a different story. haben wir hier ein bisschen eine andere Geschichte. Because for them, Denn für sie we can see the cry können wir den Ruf sehen, occurs in their harvest der kommt in ihrer Ernte an. because they're being called out. Denn sie werden herausgerufen. So for the Nethinims, Und für die Tempeldiener you would talk about the close of probation würde man über das Ende der Gnadenzeit sprechen, and the loud cry, den lauten Ruf second advent. und das zweite Kommen. What we can see, Was wir sehen können, even in this model, dass auch sogar in diesem Model for an individual here, für eine individuelle Person hier, he still hasn't closed his probation
hat es immer noch nicht sein Ende der Gnadenzeit erreicht, till that message comes to him as a loud cry. bis diese Botschaft zu ihm als ein lauter Ruf kommt. So I would still argue Also würde ich immer noch argumentieren, the order dass die Ordnung, is midnight, midnight cry, close of probation. die Reihenfolge ist Mitternacht, Mitternachtsruf und Ende der Gnadenzeit. It is never midnight, midnight cry, Sunday law. Und es ist nie Mitternacht, Mitternachtsruf, Sonntagsgesetz. So the argument developed in the movement Und ein Argument in der Bewegung kam auf oder entwickelte sich, because at one point in time denn an einem Zeitpunkt, we were calling Raphia and Panium midnight and midnight cry wo wir Raphia und Panium dann Mitternacht, Mitternachtsruf nennen würden, and using the language of midnight, midnight cry, Sunday law. und wir würden die Sprache von Mitternacht, Mitternachtsruf, Sonntagsgesetz benutzen. And it's a little bit like growing. Und es wächst ein bisschen, so kommt es zumindest vor. You can get stretch marks. Man kann, wenn man es zu sehr streckt, da kriegt man so Markierungen. One part of the movement grows. Ein Teil der Bewegung wächst Not everything is kept up. und nicht alles kann da so schnell mitkommen. That's kind of how I imagine it. Und das ist, wie ich es betrachte. Because when Ezra 7:9 came Denn als Esra 7, Vers 9 kam and we constructed all the fractals, und wir die ganzen Fraktale hier gemacht haben, some people recognized haben manche Leute erkannt, that that none of these lines have Raphia and Panium as a midnight and midnight cry. dass keine dieser Linien Mitternacht und Mitternachtsruf als Raphia und Panium beinhalten. And even if they did, Und auch wenn sie es tun würden, midnight and midnight cry take you to a closed door, not Sunday law. dann würde Mitternachtsruf uns zu einem Ende der Gnadenzeit bringen und nicht zu einem Sonntagsgesetz. Does that make sense? Macht das Sinn? So we want to know why we could call them midnight and midnight cry. Also wir wollten wissen, warum man diese hier Mitternacht und Mitternachtsruf nennen konnten. So then there was the suggestion, Und dann kam hier der Vorschlag, we just won't use those words. dass wir diese Wörter einfach nicht benutzen werden. We'll just talk about Raphia and Panium. Und wir würden einfach über nur diese Raphia und Panium nennen. I don't understand that Ich verstehe das nicht, because I don't understand taking two battles from history denn ich verstehe es nicht, wie man zwei Schlachten aus der Geschichte nehmen kann and putting them as waymarks in our reform line und sie als Wegmarken in unserer Formlinie markieren kann, if we don't have something to hook those battles to. wenn wir nicht etwas haben, wo wir diese Schlachten sozusagen ranhängen können. We have to have a hook. Wir müssen da einen Haken haben. And if you take away midnight and midnight cry, Und wenn man Mitternachtsruf wegnehmen würde, what license do we have to just place a battle in history? was für eine Lizenz oder Recht hätten wir, einfach diese Schlachten aus einer Geschichte dort zu platzieren? So the argument was, Also das Argument war dann, we can't call these midnight and midnight cry. wir können diese nicht Mitternacht und Mitternachtsruf nennen. And the suggestion is Und der Vorschlag is that we will write all along to call the midnight and midnight cry ist, dass wir rechtmäßig die ganze Zeit diese Mitternacht und Mitternachtsruf genannt haben. because what is the message that's being given here, Denn was ist die Botschaft, die hier gegeben wird? that's a warning, Welches eine Warnung ist, is not for any one of these that we were trying to find that pattern in, ist eine Warnung, die für niemanden steht, die hier in diesem Muster, die hier aufgezeigt sind, diese Warnung ist für niemanden von diesen, but they're the midnight and the midnight cry on the line of Adventism, sondern diesen Mitternacht und Mitternachtsruf auf der Linie für den Adventismus. and not just Adventism, it's a line of the United States. Und nicht nur für den Adventismus, sondern auch, dies ist ja auch eine Linie für die Vereinigten Staaten. And the whole argument about having midnight, midnight cry, close of probation, Und dieses ganze Argument über Mitternacht, Mitternachtsruf und Ende der Gnadenzeit it's accurate ist akkurat, because for the United States and Adventism, denn für die Vereinigten Staaten, sowohl auch für den Adventismus, Sunday law is a shut door, close of probation. ist das Sonntagsgesetz ein Ende der Gnadenzeit, eine geschlossene Tür. So we were accurate to say Raphia midnight, Panium midnight cry. Also waren wir rechtmäßig darin, indem wir Raphia Mitternacht genannt haben, Panium Mitternachtsruf. But it's a fifth line. Aber es ist eine 5. Linie. Does that make sense? Macht das Sinn? So I would agree Also ich würde mit übereinstimmen, that we can't say midnight, midnight cry, Sunday law. dass wir nicht Mitternacht, Mitternachtsruf, Sonntagsgesetz sagen können. But when we talk about Sunday law in that context, Aber wenn wir über das Sonntagsgesetz in diesem Kontext sprechen würden, in reality,
on the line that allows us to do this, it's a close of probation. In der Realität, auf der Linie, wo wir dies erlaubt sind zu tun, ist das ein Ende der Gnadenzeit. We okay? What I like about this Was ich daran mag, is it shows that, for me, it shows how God was leading. für mich zeigt es, wie Gott geleitet hat. Because even what we thought then was a mistake, Denn auch was wir damals gedacht haben, vielleicht ein Fehler war, we can see has a perfectly good explanation. sehen wir jetzt halt eine perfekte und gute Antwort oder pe- Erklärung. People can leave the movement Leute können die Bewegung verlassen, for reasons that might appear good reasons. wegen Gründen, die aussehen, als wären sie gute Gründe. But if they had a bit of patience, Aber hätten sie ein bisschen Geduld gehabt, I think they would see that there are explanations for those questions. dann würden sie sehen, dass es da Antworten für diese Fragen gibt. So it's a ship telling the story of institutions, not people. Also dies ist ein Schiff, die Geschichte von Institutionen, Einrichtungen erzählt und nicht von Menschen. But I want to talk about people Aber ich möchte jetzt über Menschen reden. because you do find them woven into this story. Denn man findet sie in diese Geschichte eingewebt. So we're going to leave that there. Also wir lassen das jetzt mal so. It's a line of institutions. Die Linie der Institution. Now I've said it's not about people. Und ich habe gesagt, es geht hier nicht um Menschen. We want to see that people are part of the story. Jetzt möchten wir aber sehen, dass da Menschen gibt, die Teil der Geschichte sind. And what we can see Und was wir sehen können, is 3 distinct groups. es sind 3 unterschiedliche Gruppen. If you would go back to Acts 27, we'll read verse 2. Wenn wir zurück zur Apostelgeschichte Kapitel 27 gehen, werden wir dort Vers 2 lesen. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramyttium bestiegen hatten, das die Häfen von Asia anlaufen sollten, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonik. So it's a ship of Adramyttium here, Also ist hier das Schiff von Adramyttium, but really the whole journey. aber in Wirklichkeit die ganze Reise You find there are how many people? finden wir, wie viele Menschen dort. We have Paul, Wir haben Paulus, we know that. wir wissen das. And who else? Und wen noch? Aristarchus. Aristarchus. And who's the us? Und wer ist es uns? Who wrote the book of Acts? Wer hat denn das Buch von der Apostelgeschichte geschrieben? Luke. Es ist Lukas. So we come down to the history Also wenn wir zu der Geschichte kommen, between Panium and Sunday law. zwischen Panium und dem Sonntagsgesetz, It's chapter 27, verse 37. da sehen wir in Kapitel 27, Vers 37. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. So one thing that I find interesting about this story, Was ich interessant über diese Geschichte finde, not just about this story, und nicht zwar diese Geschichte, but how we handle information in this movement. sondern auch wie man Informationen in dieser Bewegung handhabt. So that there are no pieces of information wasted. Keine Informationsstücke werden verschwendet. So if we were to study the Bible, Also wenn wir die Bibel studieren würden, like most Christians do, wie die meisten Christen es tun, you would come to this verse, würde man zu diesem Vers kommen find no spiritual meaning. und man würde keine geistliche Bedeutung hier finden. You can draw no moral lesson. Man kann keine moralische Lektion daraus ziehen. It really doesn't help you Und es hilft einem nicht wirklich. to know how many people there were on board the ship. Es hilft einem wirklich nicht zu wissen, wie viele Seelen da sich auf dem Schiff befanden. And it was one of the main reasons I started leaving Adventism. Und das ist einer der größten Gründe, warum ich angefangen habe, den Adventismus zu verlassen. When I went to church week after week, Wenn ich Woche nach Woche zur Gemeinde gegangen bin and they ignored 99% of the Bible und sie 99% der Bibel ignoriert hatten. because for them it has no meaning. Denn für sie hat es keine Bedeutung. And what kind of God Und was für ein Gott would use our limited minds, würde unsere limitierende Gedankengüter nehmen knowing he can only make the Bible, his book, so big,
und dass er weiß, dass er sein Buch, die Bibel, nur so groß machen könnte waste so much space und er würde so viel Platz verschwenden with information mit Informationen, that did not help me. die mir nicht helfen würden. But when we come into this movement Aber wenn wir in diese Bewegung kommen and we start hearing that the whole Bible is a parable, und wir hören, anfangen zu hören, dass diese ganze Bibel ein Gleichnis ist, then whatever we want to say it means. und dann was auch immer wir wollen, dass es sagt, We know that when we go to 37 dann wissen wir, dass wir zu der Apostelgeschichte 27 kommen. and it says there's 276 people on board, Und wenn es da sagt, dass es 276 Leute an Bord sind, that it means something dass es etwas bedeutet, that's relevant for us. welches wichtig für uns ist, relevant ist. So we can take the number 276. Also wir können die Nummer 276 nehmen It's placed between Panium and Sunday law. und es wird zwischen dem Panium und dem Sonntagsgesetz platziert. Between Panium and Sunday law, Zwischen dem Sonntagsgesetz und Panium we're given the number 276. wird uns die Nummer 276 gegeben. We want to understand what that means. Und wir wollen wissen, was dies bedeutet. So the first question, Also die erste Frage ist, what period of history is it talking about? was für eine Zeitperiode handelt es sich hier? If we were to go to these reform lines, Wenn wir zu diesen Reformlinien hier gehen würden, we could talk about Panium könnten wir über Panium reden, to Sunday law bis zum Sonntagsgesetz. and find that that is the period of harvest Und wir könnten sehen, dass dies diese Zeitperiode der Ernte ist. for the Levites. Und zwar für die Leviten. So this is harvest Also das hier ist die Ernte for Levites. für die Leviten. So this must be a number Also das muss eine Nummer sein, that's giving us information die uns Informationen about Levites. über die Leviten gibt. So we take the number 276. Also nehmen wir die Zahl 276 We can ask the question, und wir können die Frage fragen, is that 276 Levites? sind das 276 Leviten? No, Nein, because there were 3 people on board that ship denn es gab 3 Leute auf diesem Schiff, that already had the gospel, die bereits schon das Evangelium hatten, were already sharing it es bereits schon mitgeteilt hatten, all the way from the time of the end. und zwar schon die ganze Zeit an vom Zeit des Endes. Those 3 people Und diese 3 Leute are Paul, Aristarchus and Luke. sind Paulus, Aristarchus und Lukas. Paul is the one giving the message Paulus ist derjenige, der die Botschaft gibt, at Caesarea and Lasea. und zwar in Caesarea und Lasea. Paul is raised up to give a message. Paulus wird berufen, die Botschaft zu geben. His name means small. Sein Name bedeutet klein You can see in this story he represents the priests. und man sieht das in der Geschichte, die Priester repräsentiert. Aristarchus, Aristarchus, his name means the chief prince. sein Name bedeutet der erste Prinz, leitende Prinz. Ellen White tells us Und Ellen White sagt uns, that this chief prince dass dieser erste Prinz shared in Paul's trials das teilnahm an den trials, like what kind of trials, like judgment or like afflictions, the burdens? burdens. Yeah, I thought so. Teil seiner Last oder seiner Schwierigkeiten, er nahm Anteil daran. By choice. Und er wählte, das zu tun. He had no need to go through this. Er musste das nicht tun. But this chief prince Aber dieser erste Prinz, decided to go with Paul on this journey er wählte es, mit Paulus auf diese Reise zu gehen, to help and support him. um ihn zu unterstützen. If you go to the book of Daniel, Und wenn es zum Buch Daniel geht, talks about the chief prince as being Christ. da bedeutet dieser erste Prinz zu sein, also ist ein Symbol für Christus. Then you have Luke. Und dann hat man Lukas, We know he's here. und wir wissen, dass er hier ist, He wrote the book of Acts. und er hat die Apostelgeschichte geschrieben. Luke means light giver. Und Lukas bedeutet jemand, der Licht gibt. He never speaks of himself, Und er spricht niemals von sich selbst, but he's also there by choice, aber er wählt auch hier anwesend zu sein. quietly recording all that is happening, Und er tut leise alles aufnehmen oder aufschreiben, was passiert, to also serve Paul.
um auch Paulus zu dienen. I'm suggesting Luke Und ich denke, dass Lukas represents the Holy Spirit. den Heiligen Geist repräsentiert. The light giver Der Licht gibt, records the word of God, tut das Wort Gottes aufschreiben, never speaks of himself, tut niemals sprechen, and he's there as an act of choice. spricht niemals über sich selber und er wählt auch, vor Ort zu sein. The only one who didn't have a choice was Paul. Der Einzige, der nicht wählen konnte, war Paulus. So when we come down to this period, Also wenn wir zu dieser Geschichte nun kommen hier, which is the harvest of the Levites, welche die Ernte der Leviten sind, there aren't 276 Levites, dann sind da keine 276 Leviten, there's 273 sondern da sind 263 Leviten, on board that boat die sich auf diesen 273, die sich auf dem Schiff befinden, who are being given a message welche eine Botschaft gegeben wird by Paul. von Paulus. If you were to go to verse 33, Und wenn man jetzt zu Vers 35 gehen würde, we'll read verses 33 wir werden Vers 35 lesen to 36. und Vers 36. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Oh, 33? To 36. Okay, sorry. 33 bis 36. Als es aber Tag werden wollte, mahnte Paulus alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn es dient zu eurer Rettung, denn kein von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. So this is after the cry at midnight Also dieses nach dem Ruf um Mitternacht and before shipwreck. und vor dem Schiffbruch. And what is Paul doing for those on board the ship? Und was macht Paulus hier für diejenigen, die sich an Bord befinden, wenn Schiffbruch kommt? It's the harvest time of the Levites. Es ist die Erntezeit der Leviten Paul has taken bread und Paulus nimmt or food das Brot oder Essen, because up to this point, denn bis zu diesem Punkt hier those 273 have had nothing to eat. hatten diese 273 Leute nichts zu essen. And Paul takes that bread Und Paulus nimmt jetzt dieses Brot and feeds them. und gibt ihnen Essen. We understand when we take bread, Und wir verstehen, dass wenn wir Brot nehmen, we're ingesting a message. Eating, taking Okay, in a message. wir nehmen eine Botschaft in uns ein. So Paul is doing a work. Also Paulus tut eine Arbeit, He's giving a message er gibt eine Botschaft to a second group of people, zu einer zweiten Gruppe von Leuten, symbolized by 273. welche durch die 273 symbolisiert werden. Then at shipwreck, Dann am Schiffbruch Ellen White tells us sagt uns Ellen White, that they are divided onto the sand dass sie auf dem Sand getrennt werden into two groups of people. in zwei Gruppen von Menschen. Some joined Paul in praising God. Einige haben Paulus sich mit ihm vereint und haben Gott gedankt Some had rejected. und einige haben abgelehnt. They're fully divided here. Hier werden sie vollständig getrennt werden. So it isn't a surprise to us Also es ist keine Überraschung für uns, that Adventism ends at Sunday law, dass der Adventismus am Sonntagsgesetz endet. because from Panium to Sunday law, Denn von Panium bis zum Sonntagsgesetz, person by person, Person nach Person, the Levites are joining the movement. sind es die Leviten, die in die Bewegung hineinkommen. And at Sunday law, Und am Sonntagsgesetz the last one has come in, ist der Letzte reingekommen. which means that ship has no purpose. Welches bedeutet, dass dieses Schiff keinen Zweck mehr hat. There's not a single person left on it. Es gibt keine einzige Person, die noch darauf ist, Who could be a priest or a Levite. welche ein Priester oder Levit sein könnte. So that ship Also, is destroyed. also wird dann dieses Schiff jetzt zerstört. There's no purpose for it any longer. Es gibt keinen Zweck für dieses Schiff mehr. Then Paul and those who joined him Dann Paulus und die mit ihm kommen, in chapter 28 in Kapitel 28, bring a message bringen eine Botschaft to the island. zu
zu der Insel. Paul preaches the gospel. Paulus predigt das Evangelium. So you have 3 groups. Also hat man 3 Gruppen. Paul, Paulus, he's supported by Aristarchus and Luke. welcher von Aristarchus und Lukas unterstützt wird. Paul represents the priests. Paulus repräsentiert die Priester. He's crying to the ship, Er ruft zu dem Schiff, telling of its destruction, redet über seine Zerstörung, but then he brings the gospel to the Levites, aber dann bringt er die Botschaft zu den Leviten, leading up to shipwreck or Sunday law, welches zum Schiffbruch führt, beziehungsweise Sonntagsgesetz. and then they either join him Und dann diejenigen, die sich mit ihm verbinden or separate from him oder die sich trennen. in taking the message to the island. Und dann wird die Botschaft der Insel gegeben. And in chapter 28, Und in Kapitel 28 Paul is gathering sticks tut Paulus Stöcke sammeln, to be burnt. die dann verbrannt werden sollen. A snake comes out and bites him. Und dann kommt eine Schlange heraus und bißt ihn. And can Paul die? Und kann Paulus sterben? No, Nein, because Paul is 144,000. denn Paulus ist die 144.000. So this is a reform line of 2 institutions, Also dies ist eine Reformlinie von 2 Institutionen. United States and Adventism, Die Vereinigten Staaten und der Adventismus. which is why we can see a midnight cry leading up to shipwreck. Deswegen ist es, dass wir sehen können, ein Mitternachtsruf, das zum Schiffbruch führt. But embedded in this story Aber in dieser Geschichte eingebettet is 3 groups of people. sind 3 Gruppen von Menschen. Paul, priests, Paulus als Priester, passengers, Levites, die Passagiere sind die Leviten, island Nethinims. die Inselleute, die Tempeldiener. And where we connect this story to our destination or Pyrrhus, Und wo wir diese Geschichte mit unserem Ziel, nämlich Pyrrhus, verbinden können, ist, is recognizing 273 equals Levites. dass wir hier die Zahl sehen, dass 273 gleich Leviten ist. It's not a waymark on its own, Es ist keine Wegmarke in sich selbst, but is a period of history aber es ist eine Zeitperiode von Geschichte, from Panium to Sunday law. von Panium bis zum Sonntagsgesetz. And we'll talk about that when we come back. Und wir werden darüber sprechen, wenn wir wieder zurückkommen. If you'll kneel with me in prayer. Lasst uns zum Gebet niederknien. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for our blessings. wir möchten dir für unsere Segnungen danken. Thank you for this beautiful day. Vielen Dank für diesen schönen Tag. Thank you for your lines. Danke für deine Linien. I pray, Lord, that we'll understand them Und ich bitte dich, dass wir sie verstehen mögen and understand you. und auch dich verstehen mögen. I pray that you'll bless your people Ich möchte dich bitten, dass du dein Volk segnest all over the world auf der ganzen Welt, as they study. während sie studieren. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Amen.